Es ist 5:50 Uhr und wir sind 10 Minuten entfernt vom Start des Marathon Nevado de Ruiz über ungefähr 45 Kilometer. Alto de las Letras, da geht's los. Und dann irgendwo dahinter in den Bergen. Jetzt gleich kontrollieren sie das Pflichtmaterial und dann geht's um 6 los. ¿Estamos bien o no? ¿Estamos listos para salir o no? No, me gusta ese ánimo, quiero más alegría. ¿Estamos listos para salir o no? Eso es, listos para los 42 kilómetros. Ayúdenme a contar porque vamos a arrancar esta emocionante aventura del kilómetro, de los 42 kilómetros de la maratón del Nevado del Ruiz. Y iniciamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos, corredores! ¡Vamos, Arraco Guerreros! Que se decidieron a esta aventura de 42 kilómetros. Da geht's los. Es wird sehr, sehr interessant. Auf Höhe, wir beginnen auf 3500 Meter ungefähr und mehr später. Knapp 1 Kilometer gelaufen, aber schon ein geniales Spektakel. Guckt euch das mal an. Wahnsinn! Technisch kann man nennen, geht schön runter. Also mein Herzschlag ist sonst wo und es ist super schwierig, den runterzukriegen, aber es ist schon fantastisch. Oh. Puh, alter Verwalter, nicht dass es hoch geht, aber die Höhe. Herzschlag kriegt man nicht runter, unglaublich. Knapp 7 Kilometer oder ein bisschen über 7 Kilometer und jetzt geht es hoch zum Cerro Bravo, dem eigentlich übersetzt dem bösen Berg. Puh, ist auch anstrengend und dort ist auch der höchste Punkt, ungefähr 4000, haben sie gesagt 34 Metern. Aber erstmal hochkommen. Das sind die typischen Aufstiege im Nationalpark Los Nevados. Muss sogar mit Stöcken aufpassen, dass die nicht irgendwo hängen bleiben. Zur Orientierung, da drüben müssen wir hoch. Es weht ganz schön. Halleluja. Und die Strecke geht auf dem gleichen Weg dann zurück. Die ersten sind uns schon entgegengekommen. Alter Schwede. Wuhu. Das ist dann also die letzte Wand, die mich erwartet, um da hochzukommen. Dann müssen wir das gleich wieder runter. Probieren. Also der höchste Punkt, 4100 Meter, wurde mir gesagt. Und es ist Cerro Bravo. Bravo, vielleicht die Übersetzung war nicht gut, bedeutet mehr zornig als böse. Aber guck mal dieses Spektakel an. Wahrscheinlich ja zornig wegen dem ganzen Wind, der hier weht. Wuhu! Wahnsinn! Aber ich bin auch kaputt. Jetzt muss ich irgendwie den Puls runterkriegen. Und wo es hochgeht, geht es auch wieder runter. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Und mir wurde gerade gesagt, das war das technischste Stück des Ganzen. Es gab die letzten paar Kilometer nicht viel zu berichten, weil wir gehen im Grunde auf der gleichen Strecke zurück jetzt bis zu dem Punkt, wo sich dann, ja, wo wir dann in eine andere Richtung gehen. So. Jetzt haben wir etwas laufbarere Wege, Pfade. Das ist gut. Und geht das Tempo ein kleines bisschen hoch. Anstrengend ist es sehr.
wieder geht's hoch. Volle Kanüle. Von da hinten sind wir gekommen, da kommt doch der Wind her. Vom Cerro Bravo, vom zornigen Berg. Alter Verwalter. Das ist also eine Aid Station. Hier gibt's Wasser. 2 Kilometer. Von da kommen wir. Da geht's. Porque no, nosotros bajamos 6, por ahí 5, 6 Jetzt sind wir bei 20 Kilometer in 4 Stunden 15. Ich habe jetzt ungefähr 22 Kilometer weg und bin mit jemandem zusammen am Rennen. Das ist Lipmi. Lipni hat Mehl. Aus Kolumbien, aus Bogotá. Und Lipmi, obwohl er aus Bogotá kommt, von 2600 Metern Höhe, fühlt auch die Höhe hier, weil das nicht zu unterschätzen. Estaba diciendo que tú también sientes la altura viniendo de Bogotá. A pesar de estar a 2600. Exacto. Sí. Entonces haben wir unser Tempo gefunden, laufen gemütlich zusammen, sprechen, unterhalten uns und genießen die Landschaft. Im Moment ist es nicht so technisch, haben wir ein bisschen Glück. Technisch, ne? Super schön. Wasserfall. Beine tun weh. So, machen. Weiterlaufen. Gucken, wo es hier lang geht. Rum irgendwo, platsch, platsch, platsch. Rein in den Schlamm. Ja, das sind Fähnchen hier. Wir müssen auch darüber, glaube ich. Ah, schon wieder Wasser. Das sind meine Schuhe. Macht nichts aus, es ist warm. Es ist etwas nebliger geworden, wie man sehen kann. Und zum Glück können wir ein bisschen Geschwindigkeit machen, wenn man das als Geschwindigkeit bezeichnen will. La Hacienda del Bosque. Hey, Juan Martín! Yo los grabo a ustedes y ustedes a mí. Hey! Aquí estamos en nuestro lugar. Bienvenido. Hola Rex. Vamos a tomar aquí el punto. Eso. Aquí tenemos sopa, tenemos hidratación. El mejor estacionamiento. Muchas gracias. Nachdem wir in Hacienda del Bosque gewesen sind, geht jetzt erstmal ein paar Treppen runter. Dort habe ich übrigens eine Suppe gegessen. Mal gucken, wie die auf den Magen schlägt. Mit Mais, Erbsen und so weiter. Aber jetzt erstmal hier runter. Irgendwie ist die Strecke auch kürzer, weil angeblich waren es da in der Hacienda 33 Kilometer, aber wir sind bei 29 schon angekommen. Da vorne wird Kaffee angebaut. Gucken, da oben, vielleicht sieht man den sogar, läuft. Da müssen wir hin. Drüben sind auch noch Berge. Jetzt wird es noch mal schön anstrengend. Boah. Geht steil hoch. Kann ich nichts mehr dazu sagen. Das ist alles. Und nicht gerade eben der Untergrund. Im Stacheldraht rechts nicht fallen. Na, komm auch hoch. Zwischen Kühen durch. Dann sind sie weg, weil ich was sage. Es gibt ein paar trostlose Phasen im Rennen, so wie diese jetzt. Meine Energie ist alle. Puls ist zwar runter, aber das liegt daran, dass ich im Moment keine Energie mehr habe. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so 34, 35 Kilometer weg. Und ja, der Untergrund ist auch nicht einladend zum Rennen, wenn man ein bisschen kaputt ist. Also, na, man durch. Dann irgendwann kommt die Energie wieder zurück. Mir wurde gerade gesagt, dass das hier die Cut-Off-Zeit von 4 Uhr ist, also von 16 Uhr. Das heißt, die Medaille ist in. Jetzt geht es ein Stück, wie man sehen kann, Straße. Und dann geht es scheinbar hopp, irgendwo da hoch, steil, steil. Rennen ist noch nicht so mein Ding im Moment, aber ja, kommt vielleicht auch noch wieder. Aber da vorne laufen auch Leute, die sind kaputt. Es geht allen so. Also
weil ich eine Waffel esse. Kannst du drüben schwarze Kühe beobachten. Eine ganze Herde. Sieht cool aus. Alles schwarz. Eine braune ist dabei. Und da ist irgendwie Defekten. Bisschen Ablenkung suchen, ne? Geht natürlich nicht ohne hoch. Von da unten ging es hoch. Oh, ohne Puste. Entschuldigung. Gracias! Hier sind die 5, die 12 und die 21, 42 zusammen. Mir wurde gerade gesagt noch 2 Kilometer. Na, ich bin gespannt. Da geht's hoch. Steil, steil, steil. Anfeuerungsrufe von unten. Wow. Und jetzt runter. Ho. Das ist eine Voransage. Da vorne ist das Ziel. Aber wir werden gleich live und direkt ein. Terminaste esta aventura maravillosa. Vamos, vamos, es el remate. Hasta lo último. Felicidades. Muy bien, ahí va llegando André. André desde Amsterdam. Felicitaciones, André. Das Rennen ist beendet. Jetzt machen wir eine kleine Zusammenfassung. Was willst du sagen, Kai? Ich finde, er hat super gut gemacht und ich mag, dass er es hat gemacht hier in Kolumbien. Okay, also ich bin sehr zufrieden. Es war ein anstrengendes Rennen, sehr technisch, mit vielen Steinen, mit unebenem Gelände, aber hat alles wunderbar funktioniert und ja, war super organisiert. Und auch die Landschaft, wie man sehen kann, Super schön. ist natürlich super schön. Und jetzt, das ist übrigens die Medaille, die man kriegt, wenn man den Marathon Nevado del Ruiz, die 42 Kilometer, geschafft hat. Und jetzt fahren wir zurück zu unserem Hütchen in La Hacienda Bosque. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr zufrieden. Tschüss.